Bist du bereit für die Reise deines Lebens? Ich finde, jeder sollte dazu eine Einladung bekommen. Und du bist bestimmt auch wichtig genug. Oder? Was denkst du? Zählt dein Leben? Does your life matter? Wir wissen, Black Lives Matter und da gibt es genug Bewegungen und die machen den Punkt klar. Aber wie ist es mit deinem eigenen Leben? Zählt dein Leben? Das ist doch die wichtigste Frage in der ganzen Diskussion. Und bei wem zählt dein Leben? Natürlich, wir wollen von der Polizei gut behandelt werden, von Lehrern, von Politikern, von Arbeitskollegen und auch natürlich von Arbeitgebern. Alle diese sollen uns respektieren. Das erscheint uns wichtig. Wenn da etwas schief läuft, dann gehen die Leute auf die Straße. Dafür setzen sich Leute ein. Aber woher wissen wir eigentlich, dass unser Leben zählt? Dazu mal eine Story aus meinem früheren Berufsleben. Ich war Flugkapitän und wir standen auf einem Flughafen in Europa. Hatten eigentlich alle Passagiere an Bord und wollten pünktlich abfliegen. Wir waren bereit, aber wir bekamen eine Nachricht von meinem Arbeitgeber, dass wir auf jeden Fall auf 2 weitere Kollegen warten sollten. Die müssen dringend mit nach Frankfurt zu einem weiteren Einsatz. Das Leben dieser beiden Kollegen zählte so viel, war so wichtig, dass mein Arbeitgeber 100 Leute hätte warten lassen. Die beiden kamen dann recht schnell und vermutlich haben wir es sogar noch pünktlich nach Frankfurt geschafft. Aber ich finde es für uns jetzt interessant, dass mein Arbeitgeber sich für die beiden eingesetzt hat. Mein Arbeitgeber hat praktisch gesagt, hey Captain, flieg nicht ohne die beiden los. Bei dieser Reise sollen die auf jeden Fall dabei sein. Ich glaube, unser Leben zählt, wenn sich jemand für uns einsetzt. Und wenn dieser jemand einen gewissen Einfluss oder Macht hat. Das kann für einen bestimmten Zweck sein, wie bei meinen Kollegen, also für eine bestimmte Zeit, aber besser wäre für immer. Jetzt denkst du vielleicht gerade, wer sollte sich für mich schon einsetzen? Aber da kann ich dir Hoffnung geben. Alle Menschen haben das Angebot, dass sich der mächtigste Mensch für uns einsetzt. Er hat gesagt, dass er sich vor seinem Vater und seinen Botschaftern zu uns bekennen wird. Der mächtigste Mensch wird sich für uns einsetzen. Für ihn sind wir wichtig. Wenn er sagt, hey großer Captain, flieg nicht ohne die beiden los. Bei unserer Reise sollen die auf jeden Fall dabei sein. Dann hat dein Leben echt gezählt. Und das Coolste ist, dann geht dein Leben erst richtig los. Das wird die Reise deines Lebens. Soweit erstmal. Überleg mal, zählt dein Leben? Und bei wem zählt es? Wer würde sich für dich einsetzen? Oder auch interessant, wann setzt du dich eigentlich für andere ein? Ich finde, das sind interessante Fragen, die man auch mal mit seinen Freunden diskutieren kann. Ja, mit diesen Denkanstößen wünsche ich dir einen schönen und erkenntnisreichen Tag und hoffe, dass wir uns wiedersehen. Dann werden wir uns genauer ansehen, was dieser mächtigste Mensch gesagt hat und warum das die beste Nachricht aller Zeiten ist. Und wir schauen uns an, welche Reise wir auf keinen Fall verpassen wollen. Was ins Handgepäck sollte, welches Gepäck wir getrost aufgeben können und was wir zu Hause lassen sollten. Die Einladung zu dieser Reise hast du jetzt. Wenn du dabei sein möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal und du wirst informiert, wenn es weitergeht.